Was haben eigentlich all diese Sachen gemeinsam? Richtig, alle machen sie es dem Messer schwer beim Schneiden. Dass das Messer einfach hier so auf der Tomate abrutscht und einfach nur quetscht. Und das ist Mist. Und genauso hat die Paprika auch so eine glatte Haut. Das geht dann irgendwann mit viel Druck. Aber sind wir mal ehrlich, so richtig ist das nichts. Und was macht man eigentlich, wenn man da drinnen rein will, um das rauszuholen? Und wie schält man Sachen? Und das ist alles mit so einem Messer in der Größenordnung, ist das nichts. Ja, und auch muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr ein tolles Santoku-Messer zu Hause habt, dann könnt ihr super Stückchen runterschneiden. Aber so mit Schälen oder irgendwie so Feinheiten. Und deswegen braucht das Santoku einen kleinen Bruder. Und das ist das Kneipchen. Schaut mal, so sind die Messer bei uns verpackt. Den Schuber hier, den können wir direkt wegmachen. So, und da ist das Messer drin. Und da, jetzt wird's. Zack. Und da und hier. Hier ist das Kneipchen. Das Kneipchen zeichnet sich dadurch aus, dass es erstens einen richtig schönen dünnen Rücken und vor allen Dingen hier zur Schneide, das kann man jetzt hier so schlecht immer sehen, aber schaut mal, das wird richtig dünn. Das hat eine ganz dünne, feine Spitze, die echt Skalpelleigenschaften hat. Und der ganze Schliff ist wirklich dünn ausgeführt. Insgesamt ist das Messer auch so, dass es hier gut in die Hand reinpasst. Es ist kein voller Griff, dass er schön flexibel ist. Und diese Form legt sich fantastisch hier rein. Und auch beim Schälen und egal wie ihr das Messer nehmt, das liegt immer super in der Hand. Und das zeige ich euch jetzt mal in der Praxis. Also für alles, was einfach nur schneiden muss, ist das Santoku natürlich super, weil damit schnippelt man einfach klein. Ja? Egal ob Wiegeschnitt oder dieser andere, alles, was ihr klein schneiden wollt, ist das Santoku. Aber was mache ich, wenn ich was schälen möchte? Fangen wir doch mal mit an, weil das Kneipchen ist hier in Hessen, wo wir herkommen, ist das klassische Schälmesser. Kneipchen, Knippchen, so heißt das hier bei uns und deswegen habe ich das so genannt. So, und wenn man jetzt was schält, einfach zack, das Messer ist sauscharf, also selbst wenn ihr es aus der Packung holt, es ist direkt rattenscharf und damit ist halt, ich bin jetzt nicht so der Oberschäler, aber das können Leute deutlich besser als ich, aber hiermit kriegt man richtig schön dünn, zack. Ja. Also den Schälmessertest besteht das natürlich sofort. Weil ich wollte immer, wisst ihr, diese ganzen billigen Kartoffelschälkneipchen, die immer so ein Dreck sind, die passen einfach auch nicht dann zu so einem schönen Santoku, wenn man das hat. Und das mit dem Kneipchen, das habe ich deswegen gemacht, dass es wunderschön einfach in die Küche passt. Und so ein kleines Messer hat es auch verdient, edel zu sein. Das muss nicht immer nur dieses Billig-Schrottding sein, was man irgendwo auf dem Krabbelmarkt für 3,50 € gekauft hat. Ja. Weiter geht's natürlich. Mit Tomate schälen geht das auch. Und auch hier, ja klar, also richtig schön fein die Schale, kein Thema. Kartoffeln gehen auch super. Also ich stehe auf Bratkartoffeln, da funktioniert das super. Die Spitze an dem Kneipchen ist ein absolutes Highlight. Die ist so dünn, schaut euch das mal an. Wir nehmen das Messer und völlig ohne Kraft kommen wir mit der Spitze überall rein und können richtig feine Dinge hier tun. Man kann hiermit auch diese ganzen Verzierungen machen. Auch das ist jetzt nicht meine Paradedisziplin, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Oh je. Michelle, da hast du mir was aufgetragen hier. Die hat mir gesagt, Nanka, mach das alles vor. Ja, es ist nichts geworden, also ich kann das nicht. Andere Leute können das viel besser. Wie geht das eigentlich? Könnt ihr mir mal sagen, wie funktioniert das mit den Verzierungen? Schreibt mir das mal hier in die Kommentare unter das Video. So, was für mich immer ganz wichtig ist, Paprika. Ich habe jetzt extra mal so eine ganz kleine hier aus Spanien genommen, die man so ganz brät, die kann man so essen, ich weiß. Aber ich will jetzt einfach mal zeigen, alles, was hier drinnen passiert, wo man so manövrieren will, um da einfach reinzukommen, egal wie, wenn man eine Paprika aushöhlt, um da Hackfleisch reinzumachen oder Frischkäse reinzumachen, ne? Damit kommt man hier in diese ganzen kleinen Sachen rein, weil das Kneipchen einfach die kleine Variante hier zu dem Santoku ist, mit dem das überhaupt nie funktionieren würde, weil man da einfach durch diese Breite der Klinge gar keine Manövrierfähigkeit hat.
Das Kneipchen gibt es bei uns in 2 Varianten, nämlich einmal mit dem Griff aus G10, aus dieser hier. Und ihr seht schon, wenn es so richtig siffig und schmierig wird, ne? Und so das ganze Messer zugesifft in der Ecke liegen gelassen werden soll, oder notfalls, steht auf der Packung drauf, dürft ihr nicht, ne? Ist nicht Geschirrspülmaschinen geeignet. Aber wenn es doch mal passiert und wenn ihr doch mal aus Versehen das Messer irgendwo im Wasser liegen lasst oder sowas, dann überlebt das mit dem G10-Griff wahrscheinlich viel besser als das mit dem Holzgriff, weil das nimmt es euch böse. Der Wüsteneisenholzgriff ist natürlich wunderschön, aber das G10 ist so gut wie unverwüstlich. Das ist so robust, da kann man sogar, also wollen wir mal probieren, wie robust das ist? Also ich überlege da jetzt gerade, das unter einen Lufthammer zu legen oder mit dem Hammer drauf zu hauen, aber das ist gerade ein ganz frisch ausgepacktes Kneipchen. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht kaputt machen, aber wir schneiden hier bei anderen Messern, habe ich schon Gewinde reingeschnitten. Also das ist wirklich unverwüstlich, weil es ein Fiberglas-Schichtlaminat ist. Also stellt euch vor, das ist wie bei Bootsrümpfen, einfach Fiberglas in Schichten übereinander laminiert und ihr seht, das nimmt gar keine Feuchtigkeit auf. Das ist einfach absolut siffsicher. Und deswegen, wenn ihr siffig unterwegs seid und das halt gerne mal macht, und dafür ist das Kneipchen ja gebaut, ist die schwarze Variante mit G10-Griff einfach sehr praktisch dafür. Und das Wüsteneisenholz nach getaner Arbeit einfach trocken machen und immer mal mit ein bisschen Salamifett oder Schinken oder so eingefettet oder einen Tropfen Olivenöl hier auf dem Griff und dann ist das Wüsteneisenholz auch safe. So, kommen wir jetzt zu der Frage, wie mache ich das Kneipchen, wenn es mal stumpf geworden ist, eigentlich wieder scharf? Die gute Nachricht ist, das Kneipchen ist aus dem gleichen hochwertigen Klingenstahl wie auch unser Santoku Essential. Das bedeutet, wir haben 61 Rockwool in der Schneide, was für so ein Kneipchen natürlich brachial viel ist, weil normalerweise ist das ein... Mein Hund macht Geräusche. Fuschi, was ist los? Kommen wir jetzt zu der Frage, was mache ich eigentlich, wenn mein Kneipchen Was mache ich eigentlich, wenn mein Kneipchen irgendwann mal stumpf geworden ist? Die gute Antwort ist, das Kneipchen ist aus dem gleichen Damaszenerstahl wie das Essential Santoku oder auch das Brotmesser. Das bedeutet, wir haben hier 61 Rockwool in der Schneide und wir gucken mal, wie lange das braucht, um überhaupt stumpf zu werden. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal den Fingernageltest, weil wenn es im Fingernagel noch beißt, dann beißt es auch richtig schön in der Tomate. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier auf der Multiplex-Platte, was jetzt ein Schneidbrett einfach mal symbolisiert, ne, habe ich nicht lieber noch ein Holz? Ich hole mal ein Holz. So, ich glaube, das ist besser. Also, was passiert, wenn ich auf dem Schneidbrett arbeite? Ja, und wir sind ja mit dem Kneipchen eigentlich immer nur am weichen Schnittgut unterwegs und gerade nicht hier immer auf dem Brett, weil, schaut mal, mit den Fingern macht das ja gar keinen Sinn, so zu schneiden. Da wird ja sonst nur die Spitze belastet. Aber dass man so, das macht man an der Ecke, weiß ich nicht, geht. Man kann natürlich hier an der Kante schneiden. Aber sind wir mal ehrlich, das Kneipchen ist so ein Messer, das bleibt echt lange scharf, weil es ja nie das Brett berührt, sondern immer nur die Tomate. Aber wir testen das trotzdem mal, um mal zu zeigen, wie viel man damit machen kann. Ja, das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Ich mache mal Zeitraffer. Okay, ich habe jetzt 300 Mal hier drauf rumgehackt und Fingernageltest, bumm, beißt immer noch, Tomate, immer noch gar kein Problem. So, machen wir mal weiter mit Schneiden, weil mir fängt langsam mein Arm ab. Ich mache jetzt einfach mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, also ich muss ehrlich gestehen, ich bin irgendwann bei 200 irgendwas ausgestiegen. Oh, mir tut der Arm weh.
Das ist echt eine blöde Idee. Also, wir machen es jetzt mal eine Nummer härter und schnitzen mal. Und hoffen mal, dass das irgendwann Messer mal stumpf wird. Also, nicht, dass ihr sagt, mit einem dünnen Messer kann man sowas nicht. Das geht alles. Ich habe das auch schon meinen Kindern in die Hand gedrückt zum Schnitzen. Ich hack noch mal und also, Mensch, Leute, also, es bleibt immer noch im Fingernagel. Überall stecken, von hinten bis vorne. Auch die Spitze ist noch scharf. Quälen wir noch mal die Spitze ein bisschen. Weil das ist ja, womit man dann im Endeffekt hier schneiden würde. Zack. Ja, also einfach weitermachen. Ich glaube, das dauert echt lange, bis dieses Messer irgendwann mal in die Knie geht. Ja, Spitze beißt auch noch. Wir machen das Messer jetzt einfach stumpf auf die herkömmliche Art. Warte mal, versuchen wir jetzt noch mal so. Weil man sagt ja immer, das sollt ihr auf keinen Fall machen. Also so hier. Ja, weil jetzt verhaken wir die Schneidkante im Holz und die beißt da ja rein und brechen sie seitlich quasi ab. Und sie hakt und bricht. Und wir schaben jetzt hier, guckt euch das mal an hier. Macht das nicht zu Hause nach, das ist echt dumm. Guck mal, es beißt aber immer noch halbwegs, aber man merkt, jetzt geht es in die Knie. Aber schaut, die Spitze ohne Probleme und auch die ganze Tomate, also das funktioniert trotzdem noch. Ne? So, aber wir machen mal ein bisschen weiter, damit es richtig stumpf wird. Uiuiuiuiui. Guck mal, auch ein tolles Holzbearbeitungswerkzeug. So, guck mal, jetzt ist es so. Also, es schneidet immer noch die Tomate ganz okay, aber man merkt, man muss es jetzt bewegen. Wo es vorher einfach nur reingeglitten ist, jetzt merke ich langsam, okay, es ist nicht mehr so geil. Es ist wahrscheinlich noch schärfer als viele Messer bei den Menschen so zu Hause. Aber das ist der Moment, wo ich das Kneipchen jetzt nachschärfen würde. Und wie das geht, dass man das jetzt in 5 Sekunden wieder auf Anfangsrasierschärfe kriegt, ist ja klar. Da schnappen wir uns das Diamantleder. Das ist jetzt in dem Fall das Diamantleder Essential, das kleine. Wir überspringen den Diamant, weil es bleibt ja noch halbwegs stecken, gehen nur auf die Lederseite, ziehen das Messer hier 5-mal drüber ab. Ja, andere Seite auch. Zack, durch die Diamantpolierpaste, die hier drauf ist, schleift das. Ihr seht, das wird sofort ein bisschen dunkler hier. Und das ist die Schleifwirkung. Und schaut mal, da rasiert es direkt wieder die Haare vom Arm. Und das ist das Geile beim Diamantleder. So, was macht ihr jetzt aber? Hey, das geht richtig gut. Aber was macht man jetzt im Worst-Case-Szenario? Und da sind wir so nett für alle, die das Kneipchen im März 2026 bei uns im Onlineshop auf www.schmiedeglut.de bestellen. Die bekommen nämlich noch den Mini Dia Sharp, also den Mini Sharp dazu. Und ich zeige euch mal, der ist nämlich ganz cool. Ersetzt nicht das Diamantleder, aber wenn ihr den einfach irgendwo im Wohnmobil zum Beispiel oder im Ferienhaus oder in der kleinen Toolbox liegen hat, dann hilft er euch eine ganze Ecke weiter. Für große Messer ist das ein bisschen hakelig, aber für sowas Kleines wie das Kneipchen oder auch mal ein Taschenmesser ist der echt cool. Und den geben wir euch einfach gratis dazu und dann habt ihr noch ein richtig cooles Gimmick, weil das Messer ist gar nicht so teuer und dann den da noch bei. Ich glaube, da habt ihr richtig Spaß mit. So. Und schaut mal, in der Position, ich mache das jetzt mal aus meiner Perspektive, ihr nehmt den Mini Sharp, klappt den auf, haltet den ja hier schön dran fest und jetzt stellt ihr euch einfach vor, ihr würdet einen Stock schnitzen. Guck mal. Das ist so ungefähr dieser Winkel, ziemlich flach. Also achtet einfach darauf, dass ihr das Messer nicht auflegt, um keine Klatzer drauf zu machen, sondern so ein klein bisschen anhebt, aber nicht viel. So wenig, wie ihr euch irgendwie traut. Und dann macht ihr einfach nur so. Links, rechts, links, rechts. Am besten ganz zart so gegen die Schneide. Gar nicht viel, gar nicht mit viel Druck, ganz sanft. Weil die Diamanten machen ihre Arbeit und ihr wollt das Kneipchen ja nur wieder so ein klein bisschen auffrischen.
Nicht so viel von einer Seite, weil sonst baut er sofort einen Grat, sondern wirklich lieber links, rechts, links, rechts. Und das reicht auch schon aus, dass ihr immer wieder eine schön bissige Schärfe habt. Diese Skalpellschärfe vom vom Diamantleder, das kriegt ihr hiermit nicht hin, weil der viel gröber ist. Der hat 25 Mikrometer. Und da auf dem Leder ist ja das Leder mit der Diamantpolierpaste ein Vielfaches feiner. Aber wenn man nichts anderes hat und einfach mal sein Taschenmesser unterwegs nachschärfen will oder das Kneipchen im Wohnmobil, ist der Hammer. So, jetzt sitzt mir die Michelle immer im... Uschi, was ist denn los, Hund? Was ist denn? Du hast schon gefressen, du warst schon draußen. Was brauchst du? Ja, wirklich. Erzähl noch mehr. Magst du das Kneipchen? Die sagt euch, ich weiß, was sie sagt. Mach mal Sitz. Lass mal Sitz. Fuschi sagt euch, abonniert den Kanal, setzt die Glocke und folgt uns hier bei Schmiedeglut. Genau. Und wenn ihr euch immer noch überlegt, ob das Kneifchen richtig für euch ist, bestellt es einfach. Ihr könnt das Messer 30 Tage einfach ausprobieren, risikofrei testen. Und wenn es euch nicht gefällt, schickt es uns einfach zurück. Und falls ihr weitere Fragen habt, ich plane ein weiteres Fragen- und Antwort-Video. Schreibt eure Fragen hier unten in das Video in die Kommentare rein, damit ich die sehe und euch bald beantworten kann. Bis bald bei Schmiedeglut.